Seid ihr es leid, ständig die lästigen Klemmstellen an eurer Absauganlage zu lösen? Oder habt ihr eine Werkstatt voller Staub, der durch den Filterbeutel sickert? Wir haben die Lösung für euch. Hallo, ich bin Benji von IGM und im heutigen Video stellen wir den IGM STO P100 Staubabscheider vor. Der Staubabscheider IGM STO P100 trennt effektiv grobe Sägespäne vom Feinstaub und erhöht so die Effizienz jeder Absauganlage. Der Abscheider eignet sich zur Steigerung der Absaugleistung eurer alten Absauganlage mit klassischen Turbinensystemen. Er ist auch ideal, wenn ihr MDF-Platten fräsen oder sägen möchtet oder für alle, die nach einer Möglichkeit suchen, das Fassungsvermögen des Abfallbehälters zu erhöhen. Oder für den, der einfach keine Lust auf den ständigen Wechsel des Abfallbeutels hat, was oft ein Albtraum ist, wenn man in der Werkstatt nicht zwei zusätzliche Hände hat. Der IGM-Abscheider ist nur für Sägemehl und Staubabsauger bestimmt, nicht für Industrieabsauger. Für den Anschluss sind Schläuche mit einem Durchmesser von 100 mm erforderlich. Die Installation kann auf Behälter beliebiger Form und Größe erfolgen. So könnt ihr ihn auf verschließbare Eimer, Boxen, auf selbst hergestellte Kisten, die jedoch abgedichtet werden müssen, oder auf 200 Liter Blech oder Kunststofffässer montieren, ganz wie ihr möchtet. Auf der Einlassseite des Abscheiders befinden sich 8 Wirbelblätter, die dabei helfen, Sägespäne und Staub in einen Luftwirbel zu bringen und so eine Verstopfung mit Sägespänen zu verhindern. Beispielsweise beim Absaugen von einem Abricht- und Dickenhobel mit einem Abtrag von bis zu 3 mm und einer Breite von 40 cm. Im mittleren Teil des Abscheiders befindet sich eine Trennzone zur Trennung von Feinstaub und Sägespänen. Der Abscheider maximiert die Leistung und verringert durch seine Geschossform die Reibung der Partikel am Abscheider. Im Endteil des Abscheiders befindet sich eine konische Trennwand gegen den Rückwirbel des abgesaugten Staubes. Dank dieser ausgeklügelten Konstruktion könnt ihr bis zu 97% der abgesaugten Partikel außerhalb eurer Absauganlage abscheiden. Dadurch kommt der Propeller der Absaugung nicht mit groben Partikeln in Berührung, die den Schub und die Leistung der Anlage verlangsamen würden. Darüber hinaus gelangen nur etwa 3% aller Partikel durch den Absauger und somit kommt es zu keiner schnellen Auffüllung des Abfallbeutels und zu keiner Verstopfung des Filterbeutels mit Feinstaub oder sogar zum Austreten von Feinstaub durch den Filterbeutel. Im Lieferumfang ist eine Zeichnung zur Montage des Abscheiders in den Deckel eines beliebigen Abfallbehälters enthalten. Anhand der Zeichnung muss lediglich ein Loch für den Abscheiderhals in den Deckel geschnitten und 6 Löcher für die Befestigungsschrauben gebohrt werden. Ebenfalls enthalten sind 2 Klemmstellen für Schläuche mit 100 mm Durchmesser und eine Dichtung zwischen dem Flansch des Abscheiders und dem Deckel des Abfallbehälters. Das ist alles zu dem Staubabscheider. Wenn ihr also saubere Luft ohne Staub in eurer Werkstatt haben möchtet, wisst ihr jetzt, wie es geht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Abonnieren und schreibt uns in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Tschüss.